Stell dir vor, du sitzt im Zug in Deutschland, du bist ein bisschen nervös, du weißt nicht genau, ob du im richtigen Zug bist. Also fragst du einen älteren Mann, der neben dir sitzt, Entschuldigung, fahren wir in die richtige Richtung? Der Mann schaut dich an. Er schaut nicht böse, er schaut nur direkt. Und dann sagt er, das hätten Sie vorher fragen sollen. Boom. Das ist dein erster Moment, dein erster echter deutscher Moment. Und viele Menschen denken in diesem Moment, oh nein, Deutsche sind unhöflich. Aber nein, das ist nicht Unhöflichkeit, das ist deutsche Direktheit. Und diese Direktheit ist eigentlich ein Geschenk. Warum? Weil dieser Mann sagt dir genau, was er denkt. Keine Spielchen, keine falschen Worte, nur die Wahrheit. Und wenn du das verstehst, verstehst du schon 50% von deutscher Kultur. In diesem Video zeigen wir dir nicht nur, wie du in Deutschland reisen kannst, wir zeigen dir die Sprache, die Kultur und die Psychologie vom deutschen Verkehr. Du wirst lernen, wie kaufe ich ein Ticket richtig? Welche Wörter brauche ich wirklich? Warum sind Züge so wichtig für Deutsche? Und am Ende von diesem Video wirst du nicht nur reisen können, du wirst wie ein Deutscher reisen. Du wirst wie ein Deutscher denken. Und du wirst verstehen, warum Deutsche so sind, wie sie sind. Hallo zusammen, ich bin Anna und das ist Max. Und willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Das ist der Ort, wo Deutsch lernen einfach und praktisch wird. Heute sprechen wir über ein Thema, das super wichtig ist: Reisen und Verkehr in Deutschland. Und ich verspreche dir, das wird nicht langweilig. Das wird nicht nur Vokabeln, das wird eine echte Reise durch die deutsche Sprache und Kultur. Weil hier ist die Wahrheit. Wenn du verstehst, wie Deutsche reisen und wie sie über Reisen sprechen, dann verstehst du 80% von deutschem Alltag. Warum? Weil Deutsche jeden Tag mit Zügen, Bussen, Autos fahren. Sie sprechen jeden Tag über Verkehr. Sie organisieren ihr ganzes Leben um Fahrpläne und Uhrzeiten. Und wenn du diese Sprache lernst, dann kannst du mit jedem Deutschen sprechen. Über alles. Max, ich erinnere mich, wie du das erste Mal mit der Bahn in Deutschland gefahren bist. Erzähl uns. Oh ja, Anna, das war ein Chaos, aber ein Chaos, das mich so viel gelehrt hat. Ich war am Hauptbahnhof in Berlin und ich wollte nach München fahren. Klingt einfach, oder? Nein, es war nicht einfach. Ich ging zum Schalter, dort war eine Frau, sie war sehr professionell, sie hatte eine Brille, sie schaute auf ihren Computer und ich sagte, hallo, ich brauche ein Ticket nach München. Und sie schaute mich an. Sie sagte nichts, sie wartete. Und ich dachte, warum sagt sie nichts? Und dann, nach 3 Sekunden sagte sie, wann möchten Sie fahren? Aha, sie wollte mehr Information. Nicht nur ich brauche ein Ticket. Sie wollte wissen, wann, wie, welcher Zug. Auch sagte ich, morgen. Und sie wartete wieder. Und dann fragte sie, morgen früh oder morgen Abend. Oh, noch mehr Präzision. Also sagte ich, morgen Nachmittag. Und dann fragte sie, hin und zurück oder nur einfach. Und ich merkte, wow, Deutsche wollen nicht raten, sie wollen wissen, genau wissen. Und das ist eine super wichtige Lektion für alle Deutschlerner. Deutsche Kommunikation ist nicht kompliziert, sie ist einfach sehr präzise. Sie wollen keine Mehrdeutigkeit, sie wollen Klarheit. Und wenn du das verstehst, dann wird dein ganzes Leben in Deutschland einfacher. Wirklich. Weil dann weißt du, okay, ich muss nicht nur sagen, was ich will, ich muss auch sagen, wann ich es will, wie ich es will und warum ich es will. Das ist nicht unhöflich, das ist effizient.
Also lass mich dir jetzt zeigen, wie ein perfektes Gespräch am Ticketschalter aussieht. Schritt für Schritt. Ganz einfach, sodass du es heute noch üben kannst. Du gehst zum Schalter. Erste Regel, sei höflich, aber direkt. Du sagst Guten Tag. Das ist wichtig. Immer. Deutsche mögen Höflichkeit. Dann sagst du, ich möchte ein Ticket nach München kaufen. Okay, das ist schon gut, aber noch nicht perfekt, weil die Person am Schalter wird fragen, wann. Auch besser ist, ich möchte ein Ticket nach München für morgen Nachmittag kaufen. Jetzt haben wir das Ziel und die Zeit. Besser, aber noch nicht komplett. Weil die Person am Schalter denkt, hin und zurück oder nur eine Richtung. Auch die perfekte Version ist, ich möchte eine einfache Fahrt nach München für morgen Nachmittag kaufen. Boom, das ist perfekt. Das ist ein deutscher Satz. Ziel, München. Zeit, morgen Nachmittag. Typ, einfache Fahrt, das bedeutet nur hin, nicht zurück, alles in einem Satz. Und die Person am Schalter wird dich lieben. Wirklich, weil du ihr Leben einfach gemacht hast. Sie muss nicht 3 Fragen stellen. Du hast schon alles gesagt. Und dann kommt die nächste Frage. Sie wird fragen, welchen Zug möchten Sie nehmen? Und hier ist es super wichtig, dass du die verschiedenen Züge kennst, weil in Deutschland gibt es nicht nur einen Zug. Es gibt viele verschiedene Züge und jeder Zug hat einen anderen Namen, eine andere Geschwindigkeit und einen anderen Preis. Lass mich dir die 4 wichtigsten Züge erklären. Ganz einfach, sodass du sie nie vergisst. Erster Zug RB, das steht für Regionalbahn. Was bedeutet das? Das ist der langsamste Zug. Er fährt von Stadt zu Stadt, er hält an vielen kleinen Stationen. Manchmal hält er an jeder Station, das dauert lange. Aber, und das ist wichtig, er ist sehr billig. Wenn du Student bist, wenn du wenig Geld hast, wenn du Zeit hast, dann nimmst du RB. Die Frage, die du stellen kannst, ist, fährt ein RB nach München? Und die Antwort wird sein, ja oder nein. Einfach. Zweiter Zug RE, das steht für Regionalexpress. Was ist der Unterschied zu RB? RE ist schneller. Er hält nicht an jeder Station. Er hält nur an den wichtigen Stationen. Zum Beispiel, er hält in großen Städten, aber nicht in kleinen Dörfern. Und er ist ein bisschen teurer als RB, aber nicht viel. Die Frage, die du stellen kannst, ist, wie lange braucht der RE von Berlin nach München? Und die Antwort wird sein, ungefähr 5 bis 6 Stunden. Das ist okay, wenn du nicht super viel Geld ausgeben willst, aber auch nicht den ganzen Tag im Zug sitzen willst. Dritter Zug IC, das steht für Intercity. Jetzt wird es schneller. IC ist ein Zug, der zwischen großen Städten fährt. Er ist komfortabel, er hat bessere Sitze. Manchmal gibt es Wi-Fi, manchmal gibt es Steckdosen und er ist schneller als RE. Aber natürlich, er ist teurer. Die Frage, die du stellen kannst, ist, muss ich beim IC reservieren? Und die Antwort ist meistens ja. Weil IC ist sehr beliebt. Viele Menschen wollen IC nehmen. Also wenn du keinen Platz reservierst, dann musst du vielleicht stehen. Und das ist nicht angenehm. Vierter Zug ICE. Das steht für Intercity Express. Das ist der König der Züge. Das ist der schnellste, der luxuriöseste, der teuerste Zug in Deutschland. Er fährt bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Er hat Wi-Fi, Steckdosen, ein Restaurant, sehr bequeme Sitze. Und er fährt nur zwischen den größten Städten, zum Beispiel Berlin nach München, Hamburg nach Frankfurt, München nach Köln. Die Frage, die du stellen kannst, ist, wie viel kostet ein ICE-Ticket? Und die Antwort ist, es hängt davon ab. Wenn du früh buchst
online buchst und flexibel bist, dann kannst du manchmal ein gutes Angebot finden, aber wenn du spontan am Schalter ein Ticket kaufst, dann kann es sehr teuer sein, manchmal 100 € oder mehr. Okay, siehst du das Muster? Es gibt nicht einfach einen Zug, es gibt eine Logik. RB ist langsam und billig. RE ist mittel und mittel. IC ist schnell und teuer. ICE ist superschnell und sehr teuer. Und du wählst basierend auf deiner Situation, wie viel Zeit habe ich, wie viel Geld habe ich, wie wichtig ist Komfort für mich. Das ist deutsche Denken, das ist Logik. Und Deutsche lieben Logik. Anna, ich glaube, das ist etwas, das viele Nicht-Deutsche nicht verstehen. Sie denken, warum gibt es so viele Optionen? Das ist zu kompliziert. Aber für Deutsche ist es nicht kompliziert. Es ist klar, jede Option hat ihren Zweck. Genau, Max. Und das ist nicht nur bei Zügen so. Das ist überall in deutscher Kultur. Es gibt Optionen, aber jede Option hat eine klare Bedeutung. Und wenn du die Bedeutung verstehst, dann ist alles einfach. Jetzt lass mich dir die wichtigsten Sätze geben, die du am Ticketschalter wirklich brauchst. Ich will, dass du diese Sätze aufschreibst, nicht nur liest, schreibst, weil wenn du sie schreibst, dann merkt sich dein Gehirn sie besser, okay? Los geht's! Erster Satz, ich möchte ein Ticket nach kaufen. Das ist dein Basissatz. Du füllst das mit der Stadt, die du willst. Zum Beispiel, ich möchte ein Ticket nach Hamburg kaufen. Einfach, oder? Zweiter Satz, wie viel kostet das? Super wichtig, immer fragen, bevor du kaufst, weil manchmal sind Tickets sehr teuer und du willst keine Überraschung. Dritter Satz, wann fährt der nächste Zug? Das ist wichtig, wenn du flexibel bist. Wenn du sagst, ich will morgen fahren, dann wird die Person am Schalter fragen, welchen Zug? Aber wenn du sagst, wann fährt der nächste Zug, dann gibst du der Person mehr Flexibilität. Vierter Satz, muss ich umsteigen? Das ist super wichtig. Umsteigen bedeutet, du musst den Zug wechseln. Du fährst von Berlin nach München, aber der Zug fährt nicht direkt. Der Zug fährt von Berlin nach Frankfurt und dann musst du in Frankfurt in einen anderen Zug einsteigen, der nach München fährt. Das ist Umsteigen. Und das ist wichtig zu wissen, weil wenn du umsteigen musst, dann brauchst du mehr Zeit. Und manchmal ist es stressig, weil du schnell den nächsten Zug finden musst. Fünfter Satz, wo ist Gleis 7? Gleis bedeutet Plattform, das ist der Ort, wo der Zug wartet. In deutschen Bahnhöfen gibt es viele Gleise, manchmal 20, manchmal 30 und du musst das richtige Gleis finden, sonst verpasst du deinen Zug. Sechster Satz, kann ich mit Karte bezahlen? Karte bedeutet Credit Card oder Debit Card. Die meisten Schalter in Deutschland akzeptieren Karten, aber nicht alle. Manchmal brauchst du Bargeld, das bedeutet Cash. Auch immer fragen. Siebter Satz, gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Ermäßigung bedeutet Discount. Wenn du Student bist, wenn du jung bist, wenn du eine Bahncard hast, dann kannst du manchmal weniger bezahlen. Auch immer fragen. Achter Satz, ich habe meinen Anschluss verpasst. Was kann ich tun? Anschluss bedeutet Connection. Das ist der nächste Zug, den du nehmen musst, wenn du umsteigen musst. Und verpassen bedeutet to miss. Also dieser Satz bedeutet, ich habe meinen nächsten Zug verpasst. Was kann ich tun? Und Deutsche Bahn hat eine Regel. Wenn du deinen Anschluss wegen Verspätung verpasst hast, dann kannst du den nächsten Zug nehmen, kostenlos. Aber du musst fragen. Okay, das sind 8 super wichtige Sätze und ich will, dass du sie laut wiederholst. Wirklich. Jetzt. Sag jeden Satz 3-mal. Warum? Weil wenn du sie laut sagst, dann übt dein Mund die Bewegungen. Und dann, wenn du wirklich am Schalter bist, dann kommen die Wörter automatisch. Das ist Muskelgedächtnis. Max, ich glaube, viele Lerner vergessen, dass Sprache nicht nur im Kopf ist.
Sprache ist auch im Mund. Absolut, Anna. Dein Mund muss die deutschen Laute üben, die deutschen Rhythmen und das geht nur durch Wiederholen. Laut wiederholen, nicht nur im Kopf lesen. Jetzt lass mich über Reservierungen sprechen. Das ist ein Thema, das viele Deutschlerner verwirrt. Also lass mich es ganz klar machen. Wenn du ein Ticket kaufst, dann fragt die Person am Schalter oft, möchten Sie einen Sitzplatz reservieren? Was bedeutet das? Das bedeutet, willst du garantiert einen Platz zum Sitzen haben? Oder bist du okay damit, dass du vielleicht stehen musst, wenn der Zug voll ist? Und hier gibt es 2 Antworten. Erste Antwort, ja, bitte. Das bedeutet, ja, ich möchte reservieren. Und dann kannst du auch sagen, ein Fensterplatz, wenn möglich. Fensterplatz bedeutet Window Seat. Oder du kannst sagen, ein Gangplatz, wenn möglich. Gangplatz bedeutet Aisle Seat. Die Reservierung kostet normalerweise 4 bis 5 Euro extra. Nicht viel, aber es garantiert, dass du einen Platz hast. Zweite Antwort, nein, das ist nicht nötig. Das bedeutet, nein, ich brauche keine Reservierung. Ich nehme das Risiko, dass der Zug voll ist. Und das ist okay, wenn du flexibel bist, wenn du nicht viel Gepäck hast, wenn du okay damit bist zu stehen. Aber, und das ist wichtig, in deutscher Kultur reservieren die meisten Menschen. Warum? Weil Deutsche Sicherheit lieben. Sie mögen es nicht, wenn Dinge unvorhersehbar sind. Sie mögen es, wenn sie wissen, okay, ich habe einen Platz, ich weiß genau, wo ich sitze. Alles ist unter Kontrolle. Und Kontrolle ist ein sehr deutsches Wort. Deutsche mögen Kontrolle über ihr Leben. Und Reservierung ist eine Art von Kontrolle. Also mein Rat, wenn du das erste Mal mit dem Zug in Deutschland fährst, dann reserviere. Es kostet nicht viel und es gibt dir Sicherheit. Du weißt, dass du einen Platz hast, du musst nicht nervös sein, du kannst entspannen. Jetzt lass mich dir die wichtigsten Wörter für den Zug selbst geben. Das sind Wörter, die du hören wirst, die du sehen wirst, die du brauchst. Erste, der Waggon. Das bedeutet Traincar. Ein Zug hat viele Waggons, manchmal 10, manchmal 15 und jeder Waggon hat eine Nummer. Wenn du reserviert hast, dann steht auf deinem Ticket Waggon 5, Platz 42. Das bedeutet, du musst Waggon 5 finden und dann musst du Platz 42 finden. Zweite, der Sitzplatz. Das bedeutet Seat. Das ist, wo du sitzt. Dritte, die Toilette. Das bedeutet Bathroom. Jeder Zug in Deutschland hat Toiletten, meistens 1 oder 2 pro Waggon. Und sie sind meistens sauber. Deutsche mögen Sauberkeit. Vierte, das Bordbistro. Das ist das Restaurant im Zug. Nicht jeder Zug hat ein Bordbistro, nur IC und ICE. Und dort kannst du Essen kaufen, Trinken kaufen, Kaffee kaufen. Es ist nicht billig, aber es ist praktisch. Fünfte, der Schaffner oder die Schaffnerin. Das ist der Conductor. Das ist die Person, die durch den Zug geht und Tickets kontrolliert. Und hier ist ein wichtiger Satz. Der Schaffner kommt gleich. Das bedeutet, the conductor is coming soon. Also musst du dein Ticket bereit haben, nicht in deiner Tasche, nicht in deinem Handy versteckt bereit in deiner Hand. Sechste, die Durchsage. Das ist die Announcement. Das ist, wenn eine Stimme über Lautsprecher spricht und sagt, nächster Halt, Frankfurt Hauptbahnhof. Oder dieser Zug hat 10 Minuten Verspätung. Durchsage ist wichtig zu kennen, weil du wirst viele Durchsagen hören. Siebte, die Verspätung. Das bedeutet Delay. Und das ist ein Wort, das du oft hören wirst. Warum? Weil Deutsche Bahn, und das ist kein Geheimnis, hat viele Verspätungen, nicht immer, aber oft. Und wenn es eine Verspätung gibt, dann hörst du, der Zug hat 15 Minuten Verspätung. Nicht ist Verspätung, sondern hat Verspätung. Warum? Weil auf Deutsch benutzen wir das Verb haben. Der Zug hat Verspätung. Das ist die korrekte Struktur.
Achte, der Anschluss. Sofort. Das ist die Connection, das ist der nächste Zug, den du nehmen musst, wenn du umsteigen musst. Und hier ist der wichtigste Satz, den du lernen musst. Entschuldigung, ich habe meinen Anschluss verpasst. Wann fährt der nächste Zug? Das ist deine Rettung, wenn etwas schief geht. Du gehst zum Informationsschalter, du sagst diesen Satz und Deutsche werden dir helfen. Anna, ich denke, das ist der Unterschied zwischen Lehrbuch Deutsch und echtem Deutsch. Im Lehrbuch steht, der Zug fährt pünktlich. Aber in Wirklichkeit hörst du oft, der Zug hat Verspätung. Genau, Max. Und das ist, warum wir bei Einfach Deutsch echtes Deutsch lernen. Nicht perfektes Deutsch, echtes Deutsch, das Deutsch, das du wirklich hörst, wenn du in Deutschland bist. Jetzt lass mich über die täglichen Verkehrsmittel sprechen. U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Bus. Das sind die Verkehrsmittel, die du jeden Tag benutzt, wenn du in einer deutschen Stadt lebst. Und die Kultur hier ist ein bisschen anders als bei Zügen. Lass mich dir jedes Verkehrsmittel erklären. Ganz einfach. Erste, U-Bahn. Das bedeutet Untergrundbahn. Unter bedeutet below, Grund bedeutet ground. Also U-Bahn ist ein Zug, der unter der Erde fährt, wie eine Metro, wie eine Subway. In großen Städten wie Berlin, München, Hamburg gibt es U-Bahnen. Sie sind schnell, sie sind zuverlässig, sie fahren oft. Die Frage, die du stellen kannst, ist, welche U-Bahn fährt zum Hauptbahnhof? Hauptbahnhof bedeutet Main Train Station. Das ist der größte Bahnhof in jeder Stadt. Zweite, S-Bahn. Das bedeutet Stadtbahn. Stadt bedeutet City. S-Bahn ist ein Zug, der in der Stadt und um die Stadt herumfährt. Er fährt nicht unter der Erde wie U-Bahn, er fährt über der Erde. Und er verbindet die Stadt mit den Vororten. Vorort bedeutet Suburb. Die Frage, die du stellen kannst, ist, wo ist die nächste S-Bahn-Station? Dritte, Straßenbahn. Das bedeutet Tram, Straße bedeutet Street. Straßenbahn fährt auf der Straße zusammen mit Autos. Sie ist langsamer als U-Bahn und S-Bahn, aber sie ist praktisch, weil sie oft durch die Innenstadt fährt. Die Frage, die du stellen kannst, ist, fährt die Straßenbahn auch nachts? Weil manchmal fahren Straßenbahnen nur bis 23 Uhr oder 24 Uhr. Vierte, Bus. Das ist einfach, Bus. Wie in Englisch. Bus fährt auch auf der Straße. Er ist flexibel, er kann überall hinfahren. Die Frage, die du stellen kannst, ist, wann kommt der nächste Bus? Okay, das sind die 4 wichtigsten täglichen Verkehrsmittel. Und jetzt lass mich dir die wichtigsten Sätze geben, die du brauchst, wenn du diese Verkehrsmittel benutzt. Erster Satz, wo kann ich ein Ticket kaufen? Meistens gibt es Automaten an jeder Station. Automat bedeutet Ticketmaschine. Du gehst zum Automaten, du wählst dein Ticket, du bezahlst und du bekommst dein Ticket einfach. Zweiter Satz, wie viel kostet eine Tageskarte? Tageskarte bedeutet Day Pass. Das ist ein Ticket, das du den ganzen Tag benutzen kannst, so oft du willst. Und das ist meistens günstiger, als viele Einzeltickets zu kaufen. Dritter Satz, muss ich umsteigen? Das fragst du andere Passagiere oder den Busfahrer. Wenn du zum Beispiel zum Zoo willst und du bist nicht sicher, ob dieser Bus direkt zum Zoo fährt, dann fragst du, Entschuldigung, fährt dieser Bus zum Zoo oder muss ich umsteigen? Vierter Satz, Entschuldigung, ist hier noch frei? Das fragst du, bevor du dich hinsetzt. Frei bedeutet available, not occupied. Deutsche sind sehr respektvoll mit persönlichem Raum. Also fragst du immer, bevor du dich hinsetzt, besonders wenn der Bus oder die Bahn voll ist. Fünfter Satz, wo muss ich aussteigen? Aussteigen bedeutet to get off. Das Gegenteil ist einsteigen. To get on. Dieser Satz ist wichtig, wenn du nicht sicher bist, wo deine Station ist. Sechster Satz, können Sie mir bitte sagen, wann wir am Marienplatz sind?
Das ist eine sehr höfliche Art, jemanden zu bitten, dir Bescheid zu sagen, wenn deine Station kommt. Marienplatz ist nur ein Beispiel. Du füllst es mit deiner Station. Max, ich glaube, viele Deutschlerner haben Angst, diese Fragen zu stellen, weil sie denken, oh, ich störe die Person. Aber das stimmt nicht, oder? Nein, Anna, Deutsche helfen gerne, wirklich. Wenn du höflich fragst, wenn du eine klare Frage hast, dann helfen sie dir. Was sie nicht mögen ist, wenn du unklare Fragen stellst oder wenn du Smalltalk machst. Auch keine Frage wie geht es Ihnen? Schönes Wetter heute, oder? Das ist weird für Deutsche im Bus, aber eine klare Frage wie, fährt dieser Bus zum Hauptbahnhof? Das ist perfekt. Jetzt lass mich über Tickets für öffentliche Verkehrsmittel sprechen. Es gibt verschiedene Tickettypen und jeder Typ hat einen spezifischen Zweck. Erster Typ, Einzelfahrkarte. Das bedeutet Single-Trip-Ticket. Du kaufst dieses Ticket, wenn du nur eine Fahrt machen willst, von A nach B. Das ist okay, wenn du selten mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst. Zweiter Typ, Tageskarte. Das bedeutet Day Pass. Du kannst den ganzen Tag so oft fahren, wie du willst. Das ist gut, wenn du viele Orte an einem Tag besuchen willst. Dritter Typ, Wochenkarte. Das bedeutet Week Pass. Du kannst eine ganze Woche fahren. Das ist gut, wenn du eine Woche in der Stadt bist, zum Beispiel als Tourist. Vierter Typ, Monatskarte. Das bedeutet Month Pass. Du kannst einen ganzen Monat fahren. Das ist das Beste, wenn du in der Stadt lebst und jeden Tag zur Arbeit oder zur Uni fährst. Fünfter Typ, Gruppenticket. Das bedeutet Group Ticket, meistens für bis zu 5 Personen. Das ist gut, wenn du mit Freunden reist. Ihr teilt den Preis und es wird günstiger für jeden. Und hier ist die Logik. Je länger du das Ticket benutzen kannst, desto günstiger ist es pro Fahrt. Das ist fair, oder? Wenn du jeden Tag fährst, dann solltest du nicht so viel bezahlen wie jemand, der nur einmal fährt. Das ist deutsche Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet Fairness. Jetzt lass mich über Zonen sprechen, weil das ist etwas, das viele Deutschlerner verwirrt. Deutsche Städte sind in Zonen unterteilt. Zone A, Zone B, Zone C, manchmal mehr. Was bedeutet das? Zone A ist meistens die Innenstadt. Das Zentrum Zone B ist die erweiterte Stadt und Zone C ist außerhalb der Stadt, die Vororte, die ländlichen Gebiete. Und du zahlst basierend darauf, wie viele Zonen du durchquerst. Wenn du nur in Zone A bleibst, dann zahlst du weniger. Wenn du von Zone A nach Zone C fährst, dann zahlst du mehr. Das macht Sinn, oder? Du zahlst für die Distanz, die du fährst. Und wenn du ein Ticket kaufst, dann musst du sagen, ich hätte gerne eine Tageskarte für Zone AB. Das bedeutet, ich will eine Tageskarte für Zone A und Zone B, nicht Zone C. Anna, ich erinnere mich, dass ich am Anfang total verwirrt war von diesen Zonen. Ich dachte, warum kann ich nicht einfach ein Ticket kaufen, das überall funktioniert? Ja, Max, und das ist ein typischer Gedanke für Nicht-Deutsche. Aber für Deutsche macht es Sinn, weil warum sollte jemand, der nur im Zentrum bleibt, das Gleiche bezahlen wie jemand, der bis zum Flughafen fährt? Das ist nicht fair. Also zahlt jeder für das, was er braucht. Jetzt lass mich über Autos sprechen, weil wenn du in Deutschland Auto fährst, dann brauchst du spezielle Vokabeln. Und du musst auch die Kultur verstehen. Erste wichtige Vokabel, das Auto. Das bedeutet Car, einfach. Zweite, der Führerschein. Das bedeutet Driver's License. Sehr wichtig. Ohne Führerschein darfst du nicht fahren. Dritte, die Autobahn. Das bedeutet Highway. Aber nicht irgendein Highway. Die deutsche Autobahn ist besonders. Warum? Weil auf vielen Strecken gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung.
Du kannst so schnell fahren, wie du willst. 150 Kilometer pro Stunde, 200 Kilometer pro Stunde, manchmal sogar mehr. Aber, und das ist wichtig, nur wenn es erlaubt ist. Nicht überall. Manchmal gibt es Limits. Also schau immer auf die Schilder. 4. Die Tankstelle. Das bedeutet Gas Station. Hier tankst du Benzin. Tanken bedeutet to refuel. 5. Das Benzin. Das bedeutet Gasoline. 6. Die Versicherung. Das bedeutet Insurance. Super wichtig. Ohne Versicherung darfst du nicht fahren. Jetzt lass mich dir die wichtigsten Sätze geben, wenn du ein Auto mieten willst. Erster Satz: Ich möchte ein Auto für 3 Tage mieten. Mieten bedeutet to rent. Zweiter Satz. Wie viel kostet das pro Tag? Immer fragen, weil die Preise variieren. Dritter Satz: Ist die Versicherung inklusive? Inklusive bedeutet included. Manchmal ist Versicherung im Preis, manchmal nicht. Du musst fragen. Vierter Satz. Kann ich das Auto in einer anderen Stadt zurückgeben? Das nennt man One-Way Rental. Manchmal ist das möglich, manchmal kostet es extra. Fünfter Satz: Wo kann ich tanken? Wichtig zu wissen, bevor du losfährst. Sechster Satz. Wie komme ich zur Autobahn? Wenn du aus der Stadt raus willst, dann musst du zur Autobahn fahren. Max, ich glaube, Autobahn ist eines der deutschen Wörter, die jeder kennt, sogar Nicht-Deutsche. Ja, Anna, das ist wahr. Die Autobahn ist berühmt und sie ist auch ein Symbol für deutsche Effizienz und deutsche Ingenieurskunst. Deutsche sind stolz auf die Autobahn. Und es gibt spezielle Regeln für die Autobahn. Lass mich dir die 3 wichtigsten Regeln geben. Erste Regel: Rechts fahren, links überholen. Das bedeutet, du fährst normalerweise auf der rechten Spur, die linke Spur ist nur zum Überholen. Überholen bedeutet to pass. Also wenn du schneller fahren willst als das Auto vor dir, dann wechselst du zur linken Spur. Du überholst und dann gehst du zurück zur rechten Spur. Zweite Regel. Wenn jemand hinter dir blinkt, geh zur Seite. Blinken bedeutet to flash the lights. Wenn ein Auto hinter dir die Lichter blinkt, dann bedeutet das, ich fahre schneller als du. Bitte lass mich vorbei. Das ist nicht aggressiv. Das ist die deutsche Art zu kommunizieren auf der Autobahn. Und du musst zur rechten Spur wechseln. Dritte Regel: An Tankstellen musst du für Toiletten bezahlen. Meistens 50 Cent bis 1 Euro. Das ist normal in Deutschland. Öffentliche Toiletten sind nicht kostenlos. Jetzt lass mich dir wichtige Verkehrsschilder auf Deutsch geben, weil wenn du Auto fährst, dann musst du Schilder lesen können. Erste Einbahnstraße. Das bedeutet One-Way Street. Du kannst nur in eine Richtung fahren. Zweite Vorfahrt. Das bedeutet Right of Way. Wer hat Vorfahrt? Wer darf zuerst fahren? Dritte Umleitung. Das bedeutet Detour. Das ist ein alternativer Weg, weil die normale Straße gesperrt ist. Vierte Baustelle. Das bedeutet Construction Site. Hier wird gebaut, fahre langsam. Fünfte Parkverbot. Das bedeutet No Parking. Du darfst hier nicht parken. Wenn du hier parkst, dann bekommst du ein Ticket, ein Strafzettel. Und hier ist ein wichtiger Satz: Wo kann ich hier parken? Weil Parken in deutschen Städten ist kompliziert. Es gibt viele Regeln. Also frag immer.
Jetzt lass mich über den Flughafen sprechen, weil wenn du international reist, dann brauchst du diese Vokabeln. Erste Vokabel, der Flughafen. Das bedeutet Airport. Zweite, das Terminal. Das ist der Bereich im Flughafen, wo dein Flug ist. Große Flughäfen haben mehrere Terminals. Dritte, der Abflug. Das bedeutet Departure. Das ist, wenn das Flugzeug wegfliegt. Vierte, die Ankunft. Das bedeutet Arrival. Das ist, wenn das Flugzeug ankommt. Fünfte, das Gepäck. Das bedeutet Luggage. Deine Koffer, deine Taschen. Sechste, die Bordkarte. Das bedeutet Boarding Pass. Das brauchst du, um ins Flugzeug einzusteigen. Siebte, das Gate. Das ist der Ort, wo du wartest, bevor du ins Flugzeug einsteigst. Achte, die Sicherheitskontrolle. Das bedeutet Security Check. Das ist, wo sie deine Tasche scannen, wo du durch den Metalldetektor gehst. Und jetzt die wichtigsten Sätze am Flughafen. Erster Satz. Wo ist das Check-in für Lufthansa? Lufthansa ist die größte deutsche Fluggesellschaft, aber du füllst es mit deiner Airline. Zweiter Satz. Kann ich meinen Koffer aufgeben? Aufgeben bedeutet to check in. Das ist, wenn du deinen Koffer gibst und er geht ins Flugzeug und du siehst ihn erst wieder, wenn du ankommst. Dritter Satz. Wo ist das Gate für Flug LH 456? LH steht für Lufthansa. Jeder Flug hat eine Nummer. Vierter Satz. Wann beginnt das Boarding? Boarding bedeutet, wann du ins Flugzeug einsteigen kannst. Fünfter Satz. Mein Gepäck ist nicht angekommen. Was kann ich tun? Das ist leider manchmal ein Problem. Dein Koffer kommt nicht an und dann musst du zum Lost and Found gehen. Anna, ich denke, Flughafendeutsch ist besonders wichtig, weil dort die Situationen stressig sind. Du hast wenig Zeit, du bist nervös und wenn du die Wörter nicht kennst, dann wird es noch stressiger. Absolut, Max. Und deshalb ist es so wichtig, diese Sätze vorher zu lernen. Nicht im Flughafen zum ersten Mal, sondern jetzt, zu Hause. Ruhig und dann, wenn du wirklich am Flughafen bist, dann kommt alles automatisch. Jetzt die Übungen. Ich will, dass du aktiv wirst, nicht nur passiv zuhören, aktiv üben. Erste Übung, erstelle 3 Dialogskripte. Erster Dialog, du kaufst ein Zugticket am Schalter, schreib den ganzen Dialog. Was sagst du? Was sagt die Person am Schalter? Wie antwortest du? Zweiter Dialog, du bist in der U-Bahn und du fragst jemanden nach Hilfe. Was fragst du? Wie reagiert die Person? Dritter Dialog, du mietest ein Auto. Was fragst du? Was erklärt dir die Mietfirma? Schreib alle 3 Dialoge komplett auf Deutsch. Benutze die Sätze, die wir heute gelernt haben. Und dann, und das ist wichtig, lies sie laut alleine oder mit einem Freund. Das ist mentales Training. Zweite Übung, lade die App DB Navigator herunter. Das ist die offizielle App von Deutsche Bahn. Auch wenn du nicht in Deutschland bist, kannst du die App benutzen. Gib ein Berlin nach München und dann siehst du alle Züge, alle Zeiten, alle Preise, alles auf Deutsch. Und du lernst, wie das System funktioniert. Klick auf verschiedene Züge. Schau, wie viel ICE kostet. Schau, wie viel RE kostet. Vergleiche, das ist praktisches Lernen. Dritte Übung, schau dir YouTube-Videos von deutschen Bahnhöfen an, gib ein Hauptbahnhof Berlin oder Hauptbahnhof München. Es gibt viele Videos von Reisenden, die durch Bahnhöfe gehen. Du hörst echte Durchsagen, du siehst echte Schilder, du verstehst die Atmosphäre. Das ist wie virtuell in Deutschland zu sein. Vierte Übung.
Erstelle eine Vokabelliste mit 50 Wörtern. Schreib sie per Hand, nicht am Computer. Warum? Weil Studien zeigen, dass Handschrift das Gedächtnis besser aktiviert. Schreib jedes Wort auf Deutsch, die Übersetzung und einen Beispielsatz. Und dann lern 5 neue Wörter pro Tag. Nur 5. Das ist nicht zu viel. Und nach 10 Tagen kennst du alles. 5. Übung. Wenn du die Möglichkeit hast, reise wirklich in Deutschland oder Österreich oder Schweiz. Kaufe selbst ein Ticket, sprich mit Schaffnern, frag um Hilfe, mach Fehler, das ist okay. Fehler sind Teil vom Lernen. Und Deutsche werden verstehen, dass du lernst. Sie werden geduldig mit dir sein. Max, ich glaube, das ist das Wichtigste. Nicht Angst vor Fehlern haben. Ja, Anna, Fehler sind nicht das Ende. Fehler sind der Anfang vom Lernen. Jeder macht Fehler. Auch ich mache noch Fehler und ich lebe seit Jahren in Deutschland. Jetzt lass mich zum Abschluss kommen, aber nicht einfach zum Abschluss. Ich will dir eine Botschaft geben. Eine Botschaft, die ich will, dass du fühlst. Nicht nur hörst, fühlst. Reisen ist nicht nur von A nach B kommen. Reisen ist Sprache in Aktion. Reisen ist Kultur erleben. Reisen ist verstehen, wie Menschen denken. Und wenn du verstehst, wie Deutsche reisen, wie sie über Reisen sprechen, wie sie Reisen organisieren, dann verstehst du 80% von deutscher Kultur. Deutsche sind nicht chaotisch, sie sind strukturiert. Sie planen, sie organisieren, sie lieben Pünktlichkeit, sie lieben Klarheit. Und das ist nicht negativ, das ist nicht kalt. Das ist einfach eine andere Art, die Welt zu sehen. Und wenn du diese Art verstehst, dann wird dein Leben in Deutschland oder dein Deutsch lernen so viel einfacher. Und hier ist die Wahrheit, die ich dir geben will. Du wirst Fehler machen. Du wirst vielleicht den falschen Zug nehmen. Du wirst vielleicht vergessen zu reservieren. Du wirst vielleicht ein Wort falsch aussprechen. Und das ist vollkommen okay. Das ist nicht Versagen. Das ist Lernen. Jeder Fehler ist eine Lektion. Jede Lektion bringt dich näher zu fließendem Deutsch. Und Deutsche werden dich respektieren. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil du es versuchst. Weil du ihre Sprache sprichst, weil du ihre Kultur respektierst. Und das ist alles, was sie wollen. Sie wollen nicht Perfektion, sie wollen Ehrlichkeit, sie wollen Respekt. Und wenn du das zeigst, dann werden sie dir helfen. Sie werden geduldig mit dir sein, sie werden dir vertrauen. Also vertrau dir selbst. Du schaffst das. Du bist stärker, als du denkst. Du bist klüger, als du denkst. Und du bist bereit. Du musst nur anfangen. Jetzt, wenn dieses Video dir geholfen hat, dann mach mir einen Gefallen. Schreib in die Kommentare, welche Reisesituation macht dir am meisten Angst? Ist es Ticket kaufen? Ist es nach dem Weg fragen? Ist es im Zug mit jemandem sprechen? Schreib es auf, weil wenn du es aufschreibst, dann wird es real. Und wenn es real ist, dann können wir dir helfen. Wir lesen jeden Kommentar wirklich, jeden einzelnen. Und wir antworten, weil deine Fragen sind wichtig für uns. Deine Erfolge inspirieren andere Lerner. Like das Video. Nicht für YouTube, nicht für uns, für dich, weil wenn du likest, dann sagt dein Gehirn, okay, das war wichtig, ich merke mir das. Und YouTube zeigt dir mehr ähnliche Videos. Videos, die dir helfen, besser Deutsch zu lernen. Subscribe zu Einfach Deutsch. Wir sind hier jeden Dienstag und Freitag mit neuen Videos. Neue praktische Lektionen, keine Theorie, keine langweilige Grammatik, nur echtes Deutsch für echtes Leben, für echte Situationen. Und drück die Glocke, die Benachrichtigungsglocke, dann bekommst du eine Nachricht, wenn ein neues Video kommt. Und teile das Video mit jemandem. Mit einem Freund, der auch Deutsch lernt.
mit jemandem, der bald nach Deutschland reist, mit jemandem, der Hilfe braucht. Diese Person wird dir danken, versprochen. Weil niemand mag, am Bahnhof zu stehen und nicht zu wissen, was sie sagen sollen. Und dieses Video wird dieser Person das Vertrauen geben, das sie braucht. Wir sehen uns auf der nächsten Reise. Und bis dahin, fahrt sicher, sprecht Deutsch, lernt jeden Tag ein bisschen mehr, macht Fehler, lacht über eure Fehler und wachst. Das ist das Geschenk, das ihr euch geben könnt. Das ist das Geschenk von Sprache lernen. Danke, dass ihr bei uns wart. Danke, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Danke, dass ihr Deutsch lernen ernst nehmt. Wir glauben an euch wirklich und wir sind hier, um euch zu helfen. Jeden Schritt vom Weg. Tschüss Leute, bis bald bei Einfach Deutsch. Und remember, du bist nicht allein auf dieser Reise. Wir alle lernen zusammen.